Hello, welcome back. So, let's get to another episode of the Seven vs. Wild by Fritz Beinecke in Panama. And yeah, it's episode 13 and it's called Rescue on Day 6. So, if you haven't seen anything before, I highly recommend you to go to the other ones. And start with episode 1 because it's building up. Sure thing. So, with further ado, just hop into it, make myself a little smaller, and just hop into this. So it's day 6. It's 6:10 a.m. And the last thing we heard in the last episode was the ringing of a phone. Yeah, this looks like a really messed up shelter. There isn't much left. Guten Morgen. Heute ist Tag 6 im Projekt Seven vs. Wild und ich habe mich heute Nacht dafür entschieden, die Insel bzw. diesen Spot hier zu verlassen. Oh. Yeah, so it's day 6 and she decided that tonight that she will leave the campsite, the spot, and leave this project Seven vs. Wild. Der Grund dafür ist der hier. Yeah, so Heute Nacht hat mich die Flut so übermannt, dass mein komplettes Shelter eingebrochen ist. Ich saß wirklich die ganze Nacht, also ab 4 Uhr oder so muss das losgegangen sein, in diesem Shelter und hatte wirklich Angst. Ich hatte Angst, dass mein Shelter einbricht, dass es über mir zusammenkracht und auf einmal ratsch ist es dann tatsächlich passiert. Ich habe das dann and then it just really happened. Rechts noch an dem Balken gehalten und habe nur noch einen Moment abgewartet, dass irgendwie mal eine Welle ein bisschen frei war, dass ich vorbei konnte und dass ich dann aus dem Shelter fliehen konnte sozusagen. That she could flee out of the shelter. So. Und seitdem stand ich dann eine Stunde ungefähr da oben auf meinem höchsten Punkt sozusagen, der auch komplett überflutet ist. Und das ist für mich. Yeah, so she stood for an hour at her highest point at the beach. And this is the reason Für mich auch der Grund, warum ich halt sage, ich verlasse die Insel, weil. That's the reason. Yeah, she's saying she's leaving the island. Well, she's not leaving the island. She's just leaving her spot. But she will figure that out. Because, yeah. Ich vermute, dass die Flut diese Nacht noch heftiger wird. Und es gibt hier. Yeah, and she thinks that the flood, the tide will go higher tonight and will be stronger. So, and there's no spot left. She doesn't, even though she could do a new shelter or rebuild her shelters probably somehow, but where? Keine freie Stelle mehr, die nicht mit Wasser überdeckt war. Und yeah, so there was no space where it wasn't covered with water. Ja, das ist mir einfach zu gefährlich. Ich habe jetzt kein Shelter mehr. Ich bin jetzt nicht mehr vor Regen geschützt. Ich würde ultra frieren, wenn ich komplett nass bin. Ich weiß nicht, wann es regnet. Ja, deswegen ist mir das ehrlich gesagt jetzt einfach ein bisschen zu gefährlich und deshalb möchte ich jetzt gehen. Ich bin natürlich schon ein bisschen traurig, weil mein Ziel war es wirklich die ganze Zeit am letzten Tag mit den übrigen Teilnehmern abgeholt zu werden und ja, die dann in die Arme zu schließen und sich dann zu freuen, dass man es irgendwie geschafft hat und diese 7 Tage durchgehalten hat. Aber es ist für mich jetzt auch in Ordnung zu gehen, weil ich weiß, es liegt nicht an meiner Leistung, es liegt nicht an meinem Durchhaltevermögen, sondern es liegt jetzt einfach daran, dass es mir ansonsten zu gefährlich wird. Und ja, ich werde jetzt gleich die Jungs rufen. Ich freue mich total, die Jungs und Mädels dort alle wiederzusehen.
Ich freue mich auch schon total, meine Familie wieder zu sprechen, meine Liebsten und ja, werde mich jetzt noch von diesem wundervollen Spot verabschieden, der mir der Fluch und Segen war, ganz ehrlich. Ich habe viele Tiefen hier durchlebt, ich habe aber auch viele tolle Höhen hier erlebt und ja, ich bin sehr, sehr, sehr dankbar für dieses Projekt, dass ich hier teilnehmen durfte. Es hat mir sehr viel gegeben und genau, ich mache mich jetzt auf den Weg. Für mich ist Seven vs. Wild jetzt hier beendet. So for her, Seven vs. Wild is finished here. Küsschen. Yeah, kisses. So this was the ringing we heard. So, Sabrina hat sich jetzt gemeldet, Code Yellow. Wir holen jetzt raus, kein medizinischer Notfall. So she called and it's a code yellow and it's not a medical emergency. Vermutlich Erschöpfung, vielleicht Isolation, werden wir später alles erfahren. Be fine. Jetzt so ein bisschen raus. I mean, it's probably Johannes and Max will be a little bit mad with themselves because they spotted, they looked at every single spot, and she is going because of the space she has and yeah, the opportunity. So every participant, candidate is yeah, a little bit frustrated because the jungle is so thick and they can't go in really as they don't have a machete. And yeah, and this is, yeah, Fritz just looked a little bit because he still has some paths. Otto has a machete. He went into the mangroves. But so far that's it. I mean, Knossi pretty much stayed at his place. I think Sasha stayed at his place. So yeah, this is, yeah, sad. Bye bye, Spot. Bye bye, Spot. I would be pretty mad, or yeah, mad at myself if I were in Max or Johannes' case. It's like, I spotted this whole dang thing, and just how high the tide is actually going to be. We didn't figure that out. We didn't look at that. This is so so yeah. Yeah, so this is a nice recording at the end. I mean, it is a nice spot. There she is. There she is. Was für eine Rettung. Alle werden erstmal nass wegen mir. Oh, ich freue mich so, euch zu sehen, ne? What a nice rescue. Everybody is getting wet because of me. Glaube ich. Ich bin so happy. Wie war's? How has it Krass, been? Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Gut, dass du wieder da bist. Good that you are back. Ich bin sehr froh darüber. I am really happy about that.
So yeah, the two ladies are out. So bad. Tag 6 ist angebrochen. Ich werde jetzt erstmal meiner Morgenroutine nachgehen und den gesamten Strand absuchen. Genau, das habe ich jetzt vor und ich würde sagen, bis gleich. Denn direkt danach werde ich die Tageschallenge öffnen und schauen, was mich da erwartet. Ich bin wirklich gespannt. Ja, die Zeit vergeht wie im Flug. Ich hätte gedacht, das ganze Projekt hier ist ein bisschen langatmiger, es zieht sich. Aber tatsächlich fühlt es sich für mich gerade an wie Tag 2, Tag 3. Es ist unglaublich. Meine Magenprobleme sind weg. Irgendwie habe ich keine Bauchschmerzen mehr. Meine Hände tun dafür umso mehr weh. Ich hatte gestern Nacht Hands ache hurt the more. Handschuhe an zum Schlafen. Yeah, goes to Und see, okay. dadurch, dass sie da nicht richtig trocknen konnten, meine Hände, tun sie jetzt wirklich weh. Aber so ist es. Für mich geht's weiter. Ja, den Strand absuchen. Alright, öffnen wir doch mal die Tageschallenge. Ich befürchte immer noch, dass es was mit Feuer zu tun hat. Ich hoffe jedoch nicht. Okay. Challenge Tag 6. Temperatur 36 Grad und es wird noch heißer. Ach geil, schon wieder ein Ohrwurm. Tag 6. Yeah. Oh yeah. That's a song. So yeah. 36 Grad und es wird noch heißer. Yeah. Okay. Temperatur 36. Okay. So measure the possible lowest and the highest temperature in Celsius. Yeah, use the thermogun. Every measured object is not allowed to be further away than a meter from yourself. So you are not allowed to be further away than a meter. Careful, the thermogun. Yeah, to hold the thermogun into the sky doesn't count. There will be always minus temperatures. The measured temperature has to be repeatable, logical thing. The person with the highest difference between the two temperatures, so the coldest and the warmest or hottest temperature, gets this full 7 points. 30 Grad und es wird noch Temperatur Die Wärmerichtung ist halt die, wo man am meisten Punkte raus. und wärmster. Okay. Die Wärmerichtung ist halt die, wo man am meisten Punkte rausholen kann. Yeah, so heat is the where you can get the most points. Denn ein Feuer, ich weiß nicht, wie warm ein Feuer wird, aber es wird sehr warm. Ne? Ich bekomme kein Feuer hin, also kann ich den größten Teil der Temperaturdifferenz nicht mehr rausholen. 24,5 hatten wir gerade, 24,5. Boah, wir sind hier halt im Tiefland, hier ist nichts wirklich kalt. So yeah, we are in a deep land. Nothing is really cold here. Letzte Chance. Let's Oh. try. Wir messen die Krabbe dort. 24,4. Und der 24,4 scheint es hier erstmal nicht möglich zu sein. Schade. Was soll ich jetzt machen? What shall I do? Ich pack die Thermogun jetzt erstmal wieder weg. He puts the thermogun away and then. Und hoffe, dass mir der Regen gerade zugute kommt. Zum einen, dass ich Regenwasser sammeln kann. So and then he hopes for some rain to be something good. So collect rainwater. Mit meinem Topf. Mir fällt gerade ein, da hinten liegt noch der Deckel rum. Den hat es gestern ja auch weggespült. Und zum anderen, dass die anderen kein Feuer anbekommen. Ja, ich denke, ein Fritz und ein Otto schaffen es trotzdem, auch eine Sabrina, die haben bestimmt So Fritz and Otto probably will make a fire, and also Sabrina. eine halbe Villa dastehen, die sie komplett dachgeschützt hat, wahrscheinlich sogar 2 Stück. Yeah, so he says like, okay,
Sabrina probably has a whole villa, a 2-story, complete protected roof. Yeah, she had an awesome shelter, but doesn't know that she got hurt worse than he got. Wirklich, oder Regen geschützt hat, sage ich mal. Ich leg mich jetzt gleich wieder hin, weil es pisst echt arg. Schade. So it's he's putting himself down because it's really pissing. Well, it's wet. No. Schade, schade. Dann wird's heute übrigens auch nichts mit dem Lichtfeuer, wenn es jetzt den ganzen Tag regnet. Yeah, and if it's raining all day, then with the light fire, so with a bottle thing. Beziehungsweise Licht, ihr wisst, was ich meine. Magnifying, Lupeneffekt, gebündeltes Licht. Mein Gehirn ist Matsche. Also wirklich, die Wortfindungsstörungen von Tag 2 und 3 werden einfach nur noch schlimmer. Komplett krank. Day 2 and also 3, mich zu yeah. artikulieren fällt echt schwer. Deswegen filme ich auch immer weniger, weil es einfach so anstrengend ist. Das glaubt man nicht, aber wirklich hier reinzusprechen und die ganze Zeit die Kamera zu halten und so dieses Gesamtkonzept ist echt anstrengend. But then we have the production team who said, oh, Joris was just filling up every single card. Okay, so he's filming less. Die Nacht war es wirklich wieder besonders schön. Wenn ich jetzt hier gucke, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Oh, it looks horrible. Diese ganzen kleinen schwarzen Punkte. All those black Das sind alles points. diese Dinger, die gerade jetzt in dem Moment zustechen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeah, the black dots are also these flies that are just stitching or biting right now. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ich sehe... So 22 he counted from 1 to 22. If you want to count in German, go to my German lesson. It's one of the first 3, I'm pretty sure. Just check them out. Aktuell jetzt hier 22 von diesen kleinen Viechern an meiner Hand dran, sich mit Blut vollsaugen. 22 little mosquitoes or whatever these are. Es ist... Ich muss Licht ausmachen. Es ist wirklich ein absoluter Krampf, ey. Das ist... Das lässt einen halt nicht wirklich schlafen. Man ist schon... Ich habe schon... Nee, pass auf. Wisst ihr was? Kennt ihr das, wenn ihr so Pferde auf der Koppel beobachtet und die sind die ganze Zeit mit ihrem Pferdeschwanz oder irgendwas anderem, generell bei Tieren sieht man das oft, so am Hin- und Her peitschen, weil da irgendwelche Fliegen sind. Und genauso habe ich das mittlerweile im Halbschlaf, dass ich so liege und dann... Das geht wirklich im Sekundentakt. Die krabbeln mir ins Ohr rein. In der Ohrmuschel sind die gerade und fressen sich hier durch mein Fleisch. Es ist wirklich hartnervig. Ich frage mich mittlerweile, wo die noch zubeißen und stechen wollen. Es ist doch gar nichts mehr da. Zack, und wieder eine. Und wieder eine. Du kannst beobachten, du kannst drauf gucken und siehst, da ist eine. Und da ist eine. Und da ist eine. Und da. Und da. Und wieder. Well, what I read somewhere is that flies, so if these are flies like we have here, like the bigger ones, that they love the carbon dioxide and the sweaty smell of your, you are producing, and that they love the smell. So, just to get further, it didn't look that bad the first day. So, if he had a sunny day and he just goes, washes his clothes and washes himself, it should get better. Just some thinking about it with the knowledge I have. So I guess this is something I would do.
Neu gelandet. Da. But he's putting the pants he was wearing for 5 days already into his face, so probably no wonder they are walking into his ear. Und hier ist einer und hier und hier. Ah, da piekt schon wieder auf der anderen Hand. Hier, Stirn. Es ist... Sekundentakt reicht nicht mal. Ah. Es juckt und kreucht und fleucht und beißt und sticht und piekt. Ich sitze hier in Panama auf einer kleinen Insel fest. On an island, yeah, fest. Yeah, he can't go. He's stuck. There we go. He's stuck on a small island in Panama. Super, alles klar. Der Wahnsinn setzt ein. Oh, I think that was a hummingbird. Yeah, I think he started singing hardcore in season 1 on day 5. So day 6 is probably a little bit better. Oh, ich hoffe, ich habe das gerade auf Kamera drauf. You got Da it. war gerade einfach ein Kolibri, 1 Oh. Meter neben mir und schwebte so in der Luft. Brrrt, und gucken. Brrrt, brrrt. Das war übergeil. Oh, ich hoffe, man sieht es auf der Cam. Damit offiziell herzlich willkommen zu Tag 6 und Challenge Nummer 6. Vorab, ich fühle mich immer noch ganz schön körperlich schwach von der Aktion, von der Magen-Darm-Aktion. Bisher kam nichts weiter, aber ich merke, wie mein Körper schon wirklich auf dem Zahnfleisch läuft. So, Really on the gum, so yeah, when it's going on the it's at the limit. So when there's not too much energy power left. The last droplet in your tank, if you want to say. was? What? Was geht denn jetzt hier ab? Tschu, 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 tschu. Spielen wir jetzt eine Runde What's Star going- Wars oder was? What's going on here? Are we playing a round of Star Wars now or what? Oh, die geht sofort an. Oh, Ich it starts schätze mal, immediately. es geht um irgendeine Temperaturmessung. Holy shit. It's Challenge Tag 6. yeah, it's about a temperature, measuring a temperature. You're good. Temperatur 36 Grad und es wird noch heißer. Ey, eine mega Aufgabe. Boah, da musst du mal drauf kommen. Also wirklich große Props an das Orga-Team und wer da alles im Hintergrund dran mitgearbeitet hat. Wir hatten ja auch auf dem Live-Kanal das Video, wo ihr Tipps einsenden konntet. Ich weiß nicht, wie viel davon übernommen worden ist oder nicht. Yeah, so he says like, wow, this is an awesome challenge, and you just have to think about something like this. And so like thumbs up for the organization team. And then he was there was a shout out or a live stream where he actually gave address where people from the community could actually send him some questions or some ideas. And they were, well, he just said that there were tips, but I remember that he asked for tasks with a very, very good description so that there are no misunderstandings. So, yeah. Ich habe mit Absicht auch nicht in die Kommentare geguckt, weil ich mich nicht spoilern lasse. But I guess I told you this with the last challenge, so with the dice, where Knossi was so pissed at Max and Johannes, but it's not only Max and Johannes who gave those ideas, those tips. Wollte. Das ist ja eine super geile Idee. Yeah, so he didn't look into his live stream because he didn't want to get spoiled or something. Yeah, so Dann hoffen wir mal, dass ja, ey, saugeil. Kältester und nie wärmster. coldest and hottest. Nee, hab ich Bock drauf. Vor allem kostet das mich tatsächlich keine so große körperliche Energie. Ja, ich werde mir mal ein Depending if you want to make a fire or not. paar Gedanken machen, wo ich möglichst... Boah, wisst ihr, wie mies das ist? Nein! Jetzt fällt's mir erst ein. Die Leute, die einen Feuerstahl mit haben und ein Feuer entzünden können.
who have a fire steel with them and can ignite a Ja, die fire. halten ja einfach ins Feuer. Hast ja 100 Grad oder sowas. Oder noch mehr. Fuck. Damn. Das heißt, sollte ich kein Feuer ankriegen heute, habe ich bei der Challenge eigentlich verschissen. I screwed up the challenge. Scheiße. Aber geile Idee, ich freue mich drauf. Ich habe nochmal nachgelesen, das Ganze geht bis zum Sonnenuntergang. Das heißt, es wird tendenziell eher noch wärmer und ja nicht kälter. Also muss ich den kältesten Punkt eigentlich jetzt sofort messen. Ich fange jetzt einfach mal an, hier irgendwo irgendwas im Schatten zu messen und schon mal was zu safen. Hier auf dem Boden 25,9. Ist jetzt bisher der höchste Tiefwert. So yeah, he figured out that it's going to till the sunset, so it's getting warmer and not colder. So he is looking for the coldest thing he can find and just save something. Der tiefste Tiefwert, den wir hatten. So, das ist zum Beispiel hier im Schatten, wo es feucht ist. In the shade where it's down. Ich weiß nicht, ob Feuchtigkeit wirklich eine Rolle spielt. Oh, mir ist echt ein bisschen schwindelig, ne? Ich muss aufpassen, das ist krass. Mir ist richtig duselig. He's really dizzy, so. Was ist, wenn man jetzt hier zum Beispiel gräbt? It's getting colder. Mal so ein bisschen. My husky will tell you. 25,6. Ich kann mir vorstellen, dass wir tiefer gar nicht groß kommen von der Temperatur her. Das Problem ist halt wirklich, wenn du ein Feuer anhast, bam, hast du eine riesen Differenz. Sollte ich For them, it's good that Sabrina is out now, because now only those who didn't make a fire, who couldn't get a fire started, are left. Well, okay, Knossy's still there. Without a fire, he couldn't light his cigarettes. So yeah, he's the only one who could do a fire, or who did in the past a fire. So for them, it's good that Sabrina just got out. kein Feuer ankriegen. Die einzige Idee, die mir gerade noch kommt, ist, und zwar, ich habe hier die Glasflasche. Hä? Jetzt irgendwas, ist irgendein Einsiedlerkrebs reingekrochen über Nacht. Okay. Wenn ich mit der So there's a crab has run in there. Glasflasche mit Wasser so einen Lichtpunkt erzeuge, dann habe ich da zumindest schon mal auch eine hohe Temperatur. Es wird wahrscheinlich nicht so heiß sein wie ein Feuer. Weil wenn ich ein Feuer anmache und dann reinpuste und in die Glut scanne, da komme ich doch auf keine Ahnung wie viel Grad. Yeah, so his idea is, yeah, very confusing. No, he wants to take the bottle and just get a point heated up, and he says then this is already pretty hot. So if you just get some glimpse and put it into the well, if you just have, yeah, before it's getting a fire, so, and you blow into this, then it's getting hotter, probably not. Yeah, so. Also bei der Challenge, alle Leute, die einen Feuerstahl bei haben, ja, OP. Definitiv. Beziehungsweise könntest du beim Feuerstahl vielleicht sogar die ganze Zeit Funken abschaben und dann noch messen. Ich weiß nicht, ob man das parallel hinkriegt. Wenn man es mit dem Fuß irgendwie machen würde und dann da rein messen, dann kriegst du ja, keine Ahnung, so ein Feuerstahl macht, glaube ich, 2, 3, 4.000 Grad. Okay, so now he's like, okay, flint or fire steel, I don't know. Yeah, if you can manage to make those sparks and measure at the same time, then you probably come to 3,000-4,000 degrees. If that is true, I don't know. Also, ja, ich gebe mein Bestes, aber ohne Feuer, ohne Feuerstahl habe ich bei der Challenge eigentlich keine Chance. Fire steel. Und ich glaube, zum Thema körperlicher Verfall und Abbau brauche ich nicht unbedingt eine Waage. Denn wenn He ich mir doesn't die need a Hose scale. angucke, die ist hier ganz normal zugeklettet wie sonst auch. Und It's guck mal closed an, like was normal. ich hier easy dazwischen kriege. Wie locker die sitzt. Die rutscht mir runter. Yeah, I think 7 days
would be something really nice in this case for me. Ah, die ist doch hier schon offen. Oh, it's already open. Fuck. Die ist schon offen. Hätte ich ausgucken sollen. Ich finde keine andere. Da drüben waren 5, 6 Stück. They Ich were hatte mir den einen Tag sogar so viele zusammengesammelt, dass die für den Rest der Zeit gereicht hätten. Und dann war die Flut doch stärker und alle waren weg. every one of those coconuts Also were das gone. mit dem Magen-Darm-Infekt, so nenne ich es jetzt einfach mal, war auf jeden Fall nicht nur mal eine kurze Sache von einem Tag. Ich merke, wie mein Körper einfach jetzt komplett im Arsch ist. Ich fühle mich so, als würde ich irgendwie auf so einen 3.000, 4.000er Berg ohne Sauerstoff laufen. Oh. Der Körper wird nach minimaler Anstrengung, und das kann teilweise nur Reden sein, sofort heiß irgendwie, fast schon gefühlt fiebrig, noch nicht ganz, aber Ja. fast. It's almost feeling pretty feverish. So when he's doing just a little bit, and it can just be talking, it's getting feverish and. Atmung ist schwer. Die Nacht war auch hart beschissen, da gab es keine Erholung. Also ich habe so das Gefühl, das wird jetzt bis zum Ende hier einfach nur noch ein Durchstehen. Abwarten und durchstehen. So just making through the time, it's not thriving, it's just surviving, yeah, till the end. So, in waiting for the end to come. Ich versuche ein bisschen mehr zu trinken, weil das bleibt zumindest drin. Das wird dem Körper gut tun. Ja, weiß ich. Mittagsschlaf oder so. Okay, so he's napping now and trying to recover a little bit. Tag 6 im Paradies. Heute ist extrem kalt. Heute ist der Wind, zieht von unten hoch. Wir haben 5 Nächte gemacht. Wir haben 5 Nächte gemacht. 5 Nächte 5 nights. auf einer einsamen Insel. Noch 2. Und es ist wirklich erbarmungslos kalt. Vielleicht empfinde nur ich das heute Morgen so. Aber immer wenn der Wind zieht, in mein Gesicht, schmerzt die Backe dermaßen arg. Ist ja klar. Zug ist nicht gut und deswegen bin ich den ganzen Morgen nur so rumgelaufen. Ich sag euch auch, und ich will auch nicht den dicken Max markieren, deswegen sage ich euch das auch, egal welche Schritte ich jetzt. Yeah, so when you're saying the Dicker Max, it's like I don't want to brag, or I want to do, yeah. So this is making the Big Max. An Tag 6 mache. Ich kann keine 3-4 Minuten mich anstrengen. Ich muss mich danach sofort hinsetzen. Sofort. Es ist echt überkrass. Ich war am Beach zum Beispiel. Ich war am Beach und habe Flaschen gesucht für Greenies Augen. Bis ich 2 gleiche hatte. Oh, das hat eine Ewigkeit gedauert, aber ich musste mich zwischendurch immer hinsetzen. Es ist anders. Aber ich übertünche den Schmerz. Das Schöne ist bei dem Schmerz, bei den Zahnschmerzen, Nikotinschmacht ist komplett weg. Aber ich rauche mir nachher eine. Gegen meinen Willen. Die halbe. Weil ich es mir gestern gesagt habe. Und weil ich noch eine habe, für heute Abend und für morgen eine halbe. So mache ich's. Dann sind wir durch und ich find's geil. Und jetzt freue ich mich natürlich auf eins. Boah, es ist heute echt windig. Ich habe auch gefroren. So he doesn't want to smoke, but he is smoking against his will. Why? Just tell me why. Auch im Dings. And of course, half a cigarette.
Sure. Das wird. Worked out Wenn ich in an the gestern past. Nacht denke, frage ich mich echt, wo sind diese Wildschweine gewesen? Aber die waren wahrscheinlich nicht hier bei mir, sondern irgendwo da drüben drinne. Irgendwo da hinten drinne. Alter. Yeah, so that's why boards, and he is not sure where they have been. Well, probably not there, but he thinks probably off behind in the bushes or something. So yeah. Ich habe mir in die Hosen geschissen. Ja, aber Ew. hier kann nichts durch, es ist Ah, zu okay. dicht. Es ist kein And he Spaß, aber was man fried. wird wirklich No fun, yeah. langsam wahnsinnig. Aber irgendwie ist es auch ein geiles Gefühl. Irgendwie ist es geil. Das kann ich euch sagen. It's cool. Ey, Okay. ich gehe hier an meine kompletten Grenzen und ich feier's ab. Ich feier's ab. Ey, mein He's Leben, celebrating keiner that he's von uns, coming sagt to his ehrlich, limits. Okay. würde zu Hause mit solchen Zahnschmerzen über die ganze Ecke ziehen. Irgendwo noch 2 Nächte schlafen. Keiner. Und ich find's geil. Es muss so sein. Es musste so kommen. Es muss hart sein. Was ich auch habe, ganz neu, hatte ich auch noch nie im Leben. Seit heute hat sich bei mir ein neuer Atemrhythmus eingestellt. Kurzatmen. Man atmet nur noch kurz. Und ich höre mein Herz schlagen im Kopf. Ich höre, oder kann auch sein, dass ich im Kopf den Schlag vorgebe. Das verstehe ich noch nicht genau. Okay. So yeah, no, he's hearing his pulse. So in his head. So and different kind of breathing. Flat. His breathing is flat. Yeah. Doesn't sound good. But I'm not 100% on this one. Aber es ist, ich habe, glaube ich, den Dschungel-Style angenommen. Adopted the jungle style. Okay, Leute, sure. dieses Flattern. Ich denke jedes Mal an Helikopter, aber das macht mich schon seit Tagen wahnsinnig, aber es ist keiner. Ich glaube nicht, ich weiß nicht, was es ist. Das Meeresrauschen ist einfach mittlerweile nur noch Müll. Okay, so he can't enjoy the water and the sound of the water anymore. Jeden Tag ein anderes Wetter. Every day a different weather. Diese Insel ist so gnadenlos. This island is so merciless. Ich bin ganz froh, dass es nur zieht und kalt ist. Vielleicht werde ich auch krank, ich weiß es nicht. But he doesn't know. Für mich können die Kleider nicht dick genug sein. Der Wind ist so belastend in meinem Gesicht. Unterstützt einfach die Schmerzen so arg. Ne? Zug ist echt extrem. Ich wollte jetzt eigentlich runtergehen, bevor ich so spät, glaube ich, war noch nie dran, aber ich sitze einfach nur hier auf der Palme. So manchmal. Ich liege einfach nur so da und versuche mich vom Wind zu verstecken. Das ist meine Evakuierung. Plan ist eigentlich, da die letzte Coconut runterzuholen. In der Hoffnung, dass sie noch gut schmeckt für Energie für mich. Yeah, so Und dann die halbe Kippe zu rauchen. Aber ich komme kaum hoch. half a cigarette. Ich komme kaum hoch. Ich kenne mich so überhaupt nicht. Ich kenne mich so gar nicht, ja. So he doesn't know himself like Ihr this. wisst, was ich für ein Typ bin. Ich kenne mich so noch nie erlebt. So kenne ich mich gar nicht. Greenie, drück Daumen! Okay. Greenie. Okay, so it says in those moments the danger of hurting yourself is the highest, because you are getting into a routine and then you are losing the view for potential danger. So yeah, they all have gloves,
I think cutting proof gloves. He's not wearing it. And then he is like really hitting hard with that knife. So what if he just gets over there? So through yeah, there are some different rules, and with those rules, yeah, some dangers can be yeah, it can be worked against. So Oh, schmeckt nach gar nichts. Kann ich mir dadurch den Magen verderben? Ich trinke das jetzt. Das schmeckt leicht zuckrig, also irgendwas muss drin sein. Komm. it tastes a little bit sugary, so something has to be in there. Wow, der Coconut Shock war auch da, war da, ist da. Da muss also Fruchtzucker drin sein. Okay. Every time, like he needs an when it looks yuck, when it looks like he needs an exorcist, well, then the coconut is good. Bleib drinne. Stay in there, okay. Ruhig, ruhig, ruhig. Ich hoffe, das geht gut jetzt mit meinem Magen. With his stomach, okay. Das war ein Liter. Million halber. Million halber Liter war das. Probably a half a liter of water. Awesome. Really? Du bleibst drinne. You stay in there. Oh boy. Jetzt der Kipp. No, a cigarette. Ich sag, wie es ist. Ihr müsst aber auch echt nicht jede Kippe mit dabei sein, ne? Ich habe jetzt Druck. Wenn jetzt was schief läuft, blamier ich mich. Ihr müsst ja nicht immer. Ey, ich filme immer das Gleiche. Merkt ihr das nicht? Ist euch das nicht langweilig? So I'm always recording the same thing, but you don't have to be with me for every cigarette. Aren't you bored about me doing always the same thing? Schalten jetzt mal rüber, während ich diese Kippe rauche, zu meinem Freund Sascha. Okay, now we are switching while I'm smoking my cigarette to my friend Sasha. So, yeah, he's doing something for the cutters. If it's good or not. Yeah, so we are getting to Sasha. Guess, let's see how his night was. Ja, What for night? also, Are you crazy? ich habe in der Nacht wenig gepennt wieder, I didn't say. weil Yeah. das Wasser extrem hoch war. Immer wieder das ganze Shelter komplett gewackelt. Also wirklich. Und ich so, fuck it, wir ziehen durch, wir ziehen durch. Shelter wackelt, wir ziehen durch. Ey, bin ich ganz sauer. So yeah, he is a little bit crazy. So yeah, the whole shelter was shaking, and but he said, "I'm getting through this, and I'm doing this." Ja, auf alle Fälle, In any case, yeah. als es dann vorbei war, als die 2-3 Stunden rum waren, ja, wo immer die Wellen so hoch sind, zweimal am Tag ist es ungefähr, So twice a day it's happening. So when the waves are that high. habe ich gepennt. Und I ich see. glaube, ich habe richtig lang gepennt. Weil die Sonne dieses Mal nicht richtig aufgegangen ist, weil es da ja, so dunkle Wolken davor sind. Keine Ahnung, wie spät es ist, aber So he thinks that he really slept for a very long time, and as the sun doesn't really properly rise,
because there were these big clouds in front of it, and he says, I don't know how late it is. Wenn ich es jetzt von dem Meereshöhe sagen würde, boah, kann ich überhaupt nicht sagen, aber ich glaube, ich habe länger gepennt als sonst. So, and from just looking at the sea level, he can't tell, but he is pretty sure that he slept longer than usually. Tag 6. Boah. Glaubt mir auch keiner. Nobody would Hätte believe me. niemand sie geglaubt. Nobody will believe me. Tag 6, circa durch der Teufel, jawohl. Bis zum Tag 6 wieder ein Gegenstand. Ja, leck du mir am Arsch, jawohl! So, day 6, and just with one item. Hey, so da! Schauen wir in die Challenge rein, oder? Scheiß drauf, jetzt ist doch eh schon alles egal. Okay, this Austrian German is fantastic. So yeah, here go and check out the challenge. Alles egal. Nothing Okay. matters. Was ist da wieder drin? What's in there? Ah, ich bin jetzt gespannt. Und was ist drin? He's excited. Ein Thermometer. So, Ein Thermometer, so. yeah, Ja, nice. So, Challenge Tag 6, 36 Grad und es wird noch heißer. Temperatur. Echt schwierig, Temperatur. Ich würde gerne Meeresboden nehmen, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir mit dem Teil unter Wasser dürfen. Steht aber nicht, dass wir nicht dürfen. yeah, so he says, I don't know if I want to go to the seabed and check this. I don't know if we even are allowed to go into the water. Yeah, and then we have this information dot once again, and it says that in advance it was said that all electronical devices besides the GoPros are not waterproof and so shouldn't be placed or put in the water. Ah, coole Challenge. Echt coole Challenge. Genau, jetzt wo ich aufgestanden bin, fängt es an zu regnen. So eine Scheiße. Für meinen Zunder. Muss ich noch den Zunder holen, dass der nicht nass wird. So he's getting some, he wants to get some tinder so that it doesn't get wet. Ja, Or his wet tinder. weil es wäre sonst unmöglich, ein Feuer zu machen. Hoffentlich noch nicht nass. Der einzige Zugang zu Palmen habe ich nicht mehr. Naja. Okay. Ich glaube, ich habe so 1 bis 1,5 Stunden morgens zumindest länger gepennt als an anderen Tagen. Dafür halt in der Nacht weniger. So. Das wäre guter Zunder, It would sofern er be trocken ist. an awesome tinder if it would be dry. Or if it is dry. So, und dann direkt am Mann lagern in der Regenjacke und die verstaue ich dann irgendwo oder so. So he will Beziehungsweise put it away Kannst du into ein his Shelter, rain jacket gut geht, right verstecken. away and hide it there. So it's not getting wet and can dry. ich werde jetzt ins Meer gehen, weil jetzt kann ich noch so tief wie möglich da runtertauchen. Jetzt ist Ebbe und ja, vielleicht bringt's was. Das will Yeah, so he wants to dive down and he hopes that this is helping. ich auf alle Fälle gemacht haben und man hört schon Donner, aber ich glaube, es ist noch nicht gefährlich, jetzt ins Wasser zu gehen. Weil wenn es dann den ganzen Tag blitzt, kann ich nie runtertauchen. Deswegen muss ich jetzt die Chance nutzen und direkt jetzt tauchen, runtertauchen und mal scannen, wie kalt es da ist. So he already hears thunder, but it seems to be far away, or so it's not too dangerous to go into the water. And he wants to do it now, so he can. Well, if it's thunderstorms all day, then he can't go diving. Very good decision. So, yeah. So this is his plan, to go with the not waterproof
thermogun into the water. Auf geht's. Okay. Okay, also Let's jetzt go. zieht ein Gewitter auf. Das heißt, jetzt muss es schnell gehen. Holy shit. Jetzt mal da schnell drunter tauchen. Dive In der down Hoffnung, fast. dass es da kühl ist oder kälter ist das Wasser. Hoping Go. that it's cold there or colder. Was eine Nacht. What a Heute night. Nacht war das Meer, so habe ich noch nie erlebt. Und jetzt schaut euch das mal an. Das ist das Seil und das ist echt jetzt nicht so ein dünnes Seil. It's not Jetzt hängt such er a erst mal da am Baum. thin Was ich da Rope. an die ganzen Bambus festgemacht hatte, ihr kennt mein Bett von den letzten Tagen. So, Hier hatte ich so einen ganzen Wall, der komplett gerade hochgebaut war, ganz ordentlich. Die Steine hat es einfach umgehauen. yeah, so the stones just got kicked off and his bed is just gone and the rope where he tied all the bamboo with were not that thin, so Und das sind jetzt mal keine kleinen Steine. Also ich meine, this weren't das sind small jetzt schon stones ordentliche Brocken. Und es ist einfach alles weg. and it's all gone. So his Die bed is Natur gone. hat sich einfach alles weggesnackt, würde Robert sagen. Yeah, so Robert is the one who was supposed to go, but he couldn't do so. He could jump in instead, and yeah, Robert would say something got snagged away, so just something disappeared, just miraculously. Irre. So, ich werde trotzdem versuchen, ob ich meine mein Bambus Yeah, he's trying to figure out a plural. So Stämme wiederbekomme, weil die super zum Bauen sind. Dann heißt es heute wohl zu sagen, gut, dieser Platz ist nur etwas für tagsüber oder dann, wenn keine Flut ist. Oder ich baue ihn transportabel, dass man das ganze Ding einpacken kann und damit in den Wald verschwinden. Das wäre auch eine Möglichkeit. Oder noch eine andere Idee. Ich lasse es noch ein bisschen sacken, das Ganze. yeah, so he's thinking about several ideas, opportunities he could do, so to just sleep, and if it's a portable thing to take away. Let's see. Ansonsten ist es halt ein herrlich diesiger Tag, in dem man keinen Sonnenbrand bekommen hat. Genau mein Wetter. Yeah, he's looking well. It's mental training. It's awesome. So yeah, it's an awesome foggy day, and no, I'm not getting sunburn today. Exactly my weather. Es ist so krass. Das ganze Ufer sieht völlig anders aus. Der Baum lag noch nirgendwo da. Noch nie gesehen, das erste Mal. Genau wie der Baum. Die ganzen Dinger sind einfach hier so schön, als hätte die einer dahin sortiert. So he has never seen those fish stems before, and these trees are just like really nicely sorted. Und das sind jetzt mal wirklich fette Baumstämme. Fat, yeah, Schön zusammengerückt. Mal gucken, guck das mal an. nicely pushed Einfach ein together. Haufen. Awesome. Einer meiner Baum. Da sind sie. Die Bambusse. 1, Ah. 2, 3, 4. Ich So frage, ob ich da rankomme. he Ja, found his aber- bamboo. Bäm, liegt das alles da. Der hier lag irgendwo da hinten. Das kommt mit einer Gewalt hier rein, dieses Wasser. Es ist einfach irre. You probably should just build your shelter while there's a high tide. So when you get the highest tide, then you're building your shelter, because in the water you just can take all the stems and put them where you need them without too much energy. Oh, I'm getting crazy. Es ist einfach irre. Und wisst ihr, was mich wundert? Noch was? Das hier ist ja mein Süßwasserkanal, ne? Hier So. sind überall kleine Fische, könnt ihr wahrscheinlich jetzt nicht sehen, kleine Fische. Wenn Hochwasser ist, ist hier alles voll Salzwasser. Das sind also entweder Brackwasserfische oder Süßwasserfische, die sich dann, wenn Flut Yeah, so he says, this is my sweet freshwater source, and they are little fish, but when their tide is high, then everything is flooded. So this fish, yeah, he's now thinking about what kind of fish this could be, and kommt, if they are rein in die moving Mangroven verziehen. if they are going into the mangroves Also ich when finde die the Natur ja schon mal irre beeindruckend. yeah, it's crazy nature. It is.
So, bis Morgentoilette und dann Aufgabe Nummer 6. So, Tageschallenge Nummer 6. Krokodilgegend. Lieber Otto, dies ist eine persönliche Challenge. Da du in der Nähe der Mangroven ausgesetzt wurdest und dort mehr als 2 Krokodile in den letzten 2 Wochen gesichtet worden sind, beträgt... Batsch, batsch, batsch. Okay, Otto gets a very, very personal challenge. So, there have been seen 2 crocodiles in the 2 weeks. Deine Challenge befolgt. Geh in die Mangroven Go into the und mangroves. fotografiere eines der mindestens 2 dort gesichteten Krokodile. Okay, he is supposed to photograph at least one of the 2 seen crocodiles. Yeah, we have video footage of them. Nein, Scherz beiseite. So. Ah, okay, kidding aside. Okay. I mean, I would have said like, okay, this would be hey. Temperatur 36 Grad und es wird noch heißer. Oh ja. Fritz and Otto are so so close. Okay, dann legen wir mal los. Das ist doch mal eine lustige Challenge. That's a fun challenge. Niedrige und höchste. Kalt kann ich schon mal probieren. Und zwar der Fluss hier, der ist eigentlich mal recht. Was I hat can Meter? cold 24,7. 24/7. Okay. Wir könnten natürlich auch einen kleinen Naturkühlschrank bauen. Also brauchen wir aber auch Sonne. Da brauche ich. Oh ja, das könnte ich machen. Okay, you know, he's thinking about building a natural freezer or fridge. Wir brauchen Sonne. Mit Sonne sieht die Geschichte ganz, ganz anders aus, weil so sind die Unterschiede gar nicht. Krass, das Wasser hat 24 Grad. Ich dachte, das wäre irgendwie viel kälter hier, was hier rauskommt. Okay, ich schreibe die Sachen mal auf. Also 24, 5, 24, 4, da das Wasser. Gesehen? Okay. Sieht man das Display? No. Yeah, there we go. So, 24/4. He thought it was much colder. Zu Wärmeres fallen mir noch ein paar Sachen ein. Ich glaube, das ist das Hauptding. Kalt ist ist schön, 2-3 Grad Unterschied, aber hast du Feuer, hast du einfach mal hunderte Grad, bist du weit vorne, dann scheiß auf, ob das Wasser 24 oder 14 Grad hat. Ja. Eine andere Sache, die Sandmücken erwähne ich ja irgendwie nie, ne? Weil die sind überall Sandmücken, die anstechen. Und guck mal hier, so sieht der Unterarm aus, wenn er von meinen Handschuhen ganz normal verdeckt ist. Also sieht man eigentlich nichts, weil ich die halt einfach so lange runter machen kann. Und hier ist er anscheinend auf der anderen Seite gestern Nacht hochgerutscht. Und schon sieht das Ganze völlig anders aus. Okay, so these are all the bites from the sandflies. Just because his glove went up. So Die wasn't Sandmücken sind covered. überall, die sind so klein, ich weiß gar nicht, wo die ihr Beißwerkzeug haben, ehrlich gesagt. Einfach Nuts. irre. Immer Ah. Pixeln ein, die sind wirklich so klein, also Nuts. I like this because, yeah, I said with season number 1, small mosquitoes. So we are again with the knots. So these little tiny dots that are biting and stitching, and yeah, my father's face looked like Fritz's hand. So yeah, he looked bad. He looked really bad. ein Bruchteil So. von einer Fliege, Mücke. Aber haben anscheinend bestehen nur aus Zähnen. Und nerven ein bisschen. Aber sonst alles gut. Und neben der Tageschallenge Nummer 6 habe ich heute die Challenge. Und zwar möchte ich unbedingt diesen Berg da oben drauf. Von oben habe ich irgendwo gesehen, das ist ein richtig, richtig schöner Baum. Aber das ist wirklich ordentlich steil. Und ja, mal schauen. Denn mein Traum ist, vielleicht finde ich da oben so einen richtig schönen Platz, wo ich über die ganze Bucht schauen kann. Als Shelter für die nächsten 2 Tage. Das wäre klasse. Sounds awesome. Sounds like a plan. Ui. For a moment I thought, hey, Sabrina's shelter? No.
what a weather. I mean, we have summer here, so officially, so middle of August. But yeah, it was super foggy this morning, So, der and kalte Regen kommt ja von this oben. is, yeah, Das heißt, ich messe the nochmal die cold rain Steine. comes from above. Yeah, it's much cooler. 22,4. 22,3. Ich muss näher dran machen. 22,1. Perfekt. Dann messen wir mal hier. Go here, yeah, nothing. Ja. Okay. Unter 22 wird es vielleicht nichts. Ja gut, ne? Dann nehmen wir die 22,1, wo es vorhin waren. Ich habe es geschafft, eine ziemlich tiefe Temperatur zu messen. 22 Grad ist nicht gut. Ich hätte gerne 19 Grad oder weniger gemessen, aber ich schaffe es irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum. Das heißt, ich muss jetzt eine möglichst hohe Temperatur messen. Dazu habe ich zwei Optionen. Mit einer Lupe bzw. mit dem Lupeneffekt einer Flasche zu arbeiten. Dafür ist With the magnifying effect of a bottle. So, therefore you need sun. die Sonne heute einfach viel zu schwach. Die einzige Alternative ist jetzt also Reibung. Reibungswärmen. Zumindest ist die einzige Alternative ohne Feuer und ohne Feuerstahl, ne? Ja. Und ohne Feuer. Weil selbst mit einem Bow-Drill oder wie die heißen, kannst du ja theoretisch ein Feuer anmachen, aber ich nicht. Ich bin dafür zu schlecht. Ja. Das heißt, ich muss mir jetzt entweder zwei Hölzer suchen oder einfach Bambus. Ich denke, ich gehe für Bambus, muss mir den möglichst trockenen suchen und mal schauen, ob ich da einen finde. Dann mache ich so eine Art Bambusbohrer bzw. Bambusreibe. An den Reibeflächen dürfte die Temperatur dann relativ hoch werden und so habe ich eine Temperaturdifferenz von hoffentlich über 50 Grad. Ob es klappt, mal schauen. If it's working, Alright, let's ich habe see. mir dieses Bambusstück gespalten und tatsächlich auch schon ein bisschen geprobt. Es scheint zu funktionieren. Also ich stelle meinen Fuß hier drauf. Putting und his dann foot kann on ich das there, Holz hier and then he's so drüber just reiben putting und durch doing diese some Reibung friction. entsteht Wärme. And Dann wird das Holz hoffentlich trocken, beziehungsweise der Bambus, wodurch die Wärme größer wird, die Reibung größer wird. Genau. Und das werde ich dann messen. Wie genau ich das jetzt messe und gleichzeitig filme, weiß ich noch nicht, denn ich brauche beide Hände dazu. Und die Head-Kamera, die hat vorhin nicht so super funktioniert, zumal ich da sehr stark unter meinem Körper arbeite. Ich versuche es gleich einfach mal. Mir wird schon was einfallen. Okay, let's go. Ah. 47,1, muss weitermachen. Ist so krass. 30 Grad, fuck you, nix 30 Grad. Ich verbrenne mich hier dran. I'm getting burned on it, so yeah, Komm schon, bitte. Ich kann it's nicht mehr. higher than 30 degrees. He's exhausted, he can't do it anymore. Ah. 60. 60 Besser wird's degrees. nicht. It's not getting any better. Ich hör auf. Ich verbrenne zu viel Kalorien. He's burning too many calories, yeah. Ich habe mich hier komplett aufgescheuert. Ich bin komplett offen. Und bevor jetzt I mean, for the challenge, it's awesome that he lost his flint. Otherwise, it would be very. But now, only Knossi is the one who can actually rock this challenge with his skills to actually make fire. Und bevor jetzt irgendjemand kommt und sagt, ich hätte nicht alles gegeben, ich kann einfach nicht mehr. Ich habe 6 Tage nichts gegessen. Ihr könnt jetzt von mir nicht erwarten, dass ich einen Marathon laufe. Ich hatte jetzt noch genügend Energie, das hinzubekommen. Aber für mehr reicht's nicht. Mir fällt auch nichts mehr ein. Ich hätte gerne mit der Sonnenenergie gearbeitet, schön kraftsparend. Aber das wird halt heute einfach nichts. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es heute Abend wieder regnet, was für mich okay ist.
Aber bitte nicht die krasseste Flut der Welt plus Regen. Das halte ich heute nicht aus. Das hat jetzt wirklich die letzte Kraft geraubt. Mit 60,1 Grad oder was es gerade waren, bin ich halbwegs zufrieden. Ich habe alles gegeben. Ich hoffe, das reicht. Aber mir ist es wichtiger, die 7 Tage zu überstehen. Ich gebe alles, was ich kann. Aber ich akzeptiere, wenn ich nicht der Beste bin. Ich lasse euch wenigstens ein bisschen an meinen Gedanken teilhaben, wenn ich sonst schon nichts leisten kann. Was mir auffällt in der Situation gerade ist, dass es nichts gibt, auf das ich mich freue, außer die Abholung. Except for being bei picked vielen up. anderen Sachen, die irgendwie zäh, beschwerlich, hart, anstrengend, wie auch immer sind, gibt es aber immer wieder Zwischenziele, die einen freuen. Das kann sowas sein, dass man einfach sich darauf freut, den Riegel aus dem Rucksack gleich in einer halben Stunde zu essen. Oder dass man bei einer Bergwanderung auf einer geilen Hütte übernachtet. Oder dass man irgendwo einen Gipfel besteigt und oben dann den Gipfel erklommen hat, eine coole Aussicht hat. Wisst ihr, was ich meine? Auch bei der Fahrradtour, wo wir wie lange sind wir gefahren? Scheiße. 20 Tage. 20 Tage, 2400 Kilometer, von Berlin bis nach Isar mit dem Fahrrad. To War auch Istanbul. super anstrengend, immer wieder zäh und so weiter, ist normal. Aber der Supermarkt war halt immer wieder geil. Irgendwas Leckeres zu essen, hatte ich immer wieder gepusht, immer wieder motiviert. Wir haben uns reingehauen, was wir wollten. Und das halt irgendwie so 3-mal am Tag. Morgens, mittags, abends. Manchmal sogar noch ein 4. Mal. Und das ist bei der ganzen Belastung halt immer noch so ein Motivationsding gewesen. Ne? Oder selbst bei so einem 100-Kilometer-Marsch hast du halt dann so diese Zwischensteps, wo du sagst, oh, hier kann ich noch was Geiles essen, hier kann ich noch mal das machen. Oh, ab da gönne ich mir ein bisschen Musik. Ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Aber hier With some music. gibt es gerade nichts, worauf ich mich freue. There's Gar no. nichts. Okay. Vielleicht ein ganz kleines bisschen, wenn die Sonne rauskommen sollte. Okay. So yeah, it's probably a little bit confusing. So the translation, it's almost good, but so he did a lot of things. So and he's now taking the example of his 20-day bike ride, where he went from Berlin to Istanbul, and yeah, they were 20 days on the road, and what they were looking for was always the tour or going through the supermarket. So this was something he looked forward to. And he said, when I'm on a hiking tour, then what I'm looking for is just opening probably my backpack to get a bar, whatever, chocolate or whatever bar. So a corny bar, I don't, yeah. So, but here there is nothing I am looking to. So the only thing I am looking forward to is actually being picked up. So there are no in-between goals that can light up or brighten up his mood. And yeah. Damit ich da was probieren kann, um irgendwie die Challenge besser zu bestreiten. Aber ansonsten sehe ich gerade nichts, auf das ich mich freuen kann. Weil ich ja die Situation kenne. Weil ich das Umfeld kenne, weil ich die Gegebenheiten mittlerweile kenne, wo ich mich befinde, was ich hier für Ressourcen habe. Und ja, das ist es. Es ist nicht zu erwarten, dass sich hier an der Situation noch groß was ändert. It's not, yeah. Es könnte allerdings noch schlimmer werden. He said, well, there's nothing on the situation that could change, but it could get worse. And the next cut, awesome. Is thunderstorm. And I mean, we saw with Joris how much water was actually coming down. There we go. Oh Mann, ey. You asked for it. Jetzt nochmal einen kleinen tropischen Regen. But then the flies are
Dach ist jetzt so zu 90% dicht, sag ich mal. Hat die eine oder andere Stelle, wo es durchleckt. So yeah, there's some holes in the Wie roof. hoch schätze meine Chancen ein beim Thema Feuer machen heute? 50-50, oder? So ein 50-50 Ding mit dem Feuer heute. 50-50 chance of making some fire for today. Woohoo. Ah, that's close. Das Ding war sehr nah. Yeah, the thing was really close. Hi, Witzka. Hier los. Ah. Oh nee, jetzt läuft's bei der Regenjacke durch den Reißverschluss in den Bauch rein. Oh nee. So, Also ich sag mal so, bisher ist noch nicht alles komplett durch. it's not everything is Aber- completely wet, In so 10 Minuten schätze ich. but just around 10 In 10 minutes. Minuten sollte der Punkt erreicht sein, wo wirklich alles wieder so nass ist, als wäre ich baden. As I took, just like I took a bath. Und dann hat das Dach im Endeffekt Then nichts had- gebracht. Yeah, Aber hey, 24 Stunden ohne Durchfall. Huhu. Sabrina is probably really happy that she is in the hacienda and can actually enjoy a little bit the place. Probably having a shower. 24,5. Yep. There we go. Ja. Das ist der Stand der Dinge. Es ist nass, kalt und schwül. Ich hatte noch nie so Schwierigkeiten. Yeah, it's hot. It's wet, cold, and not gay. It's humid. It's once again the schwul and schwül. Small difference of just 2 dots, but there is one. I never had such. Yeah, but this was actually from the season 1. You remember? It's coming in the intro. So yeah, with es ist kalt, nass und ich hatte noch kalt, nass und hart. So it's cold, wet and hard, and he never had such difficulties. But he doesn't say hard because it's not hard, but it's yeah, humid. Kalt, Bock, angegriffen. Okay, now he's getting through all the intros. Hype Bock and Hype Bock angegriffen, yeah, attacked. So yeah. Absolute Lautstärke. Absolut krass. Oh no, he's going through the whole intro. Okay, absolute. Yeah, it's okay. Absolute volume, absolute krass. So yeah, Bommel was saying like absolute silence, absolute krass. So yeah, it's the opposite of this one. So yeah, the jungle is probably really loud. Yeah, that was also in the intro. Mehr kriege ich nicht mehr zusammen. Way! I can't get more together anymore. Yeah, well, this but he already did that one. War gar nicht schlecht, oder? Wasn't bad at all, yeah. Kann man doch mit arbeiten. Also die Regenfälle sind auf jeden Fall noch mal um ein Vielfaches stärker als gestern bzw. die Tage davor. Das ist brutal. Da kann ich nur hoffen, dass irgendwann später vielleicht doch noch mal die Sonne rauskommt. Weil ich sag mal so, wenn die Sonne nachher so wie gestern eine Stunde brutzelt, dann ist auch alles wieder trocken. Wenn nicht, eher schwierig. Weil mit komplett klitschnassen Klamotten die Nacht schlafen zu gehen,
Das ist keine gute Idee. with his wet Das ist clothes gar on. keine gute Idee. Aber wenn nicht, machen wir die Nacht durch und singen Bums Falle Fallera. Ra. Okay, but if yeah, with the wet clothes, but then we are singing Bums Fallera. So yeah, this is also another song. Ich habe eine Wildtierspur entdeckt. Guckt mal hier. What animal tray? Und hier drüben ist der nächste. Hier sieht Yep. man ganz klar. Nehmen wir das Blatt raus. Yeah, looks like Zwei wild boar. Yeah, Dinger. Seht ihr das? two. Yeah. Zwei so eine Höcker. Und hier geht es nämlich weiter. Hier ist wieder einer. Hier sieht man den auch ganz Yeah. Wow. gut. Auch wieder mit den zwei Höckern. Hier, This is Pumba. hier. Definitely. Where's Pumba? Ist sogar wahrscheinlich der Hinterlauf auch wieder rein. So yeah, back So. leg and the front Hier leg. kommen jetzt Steine, hier sieht man es nicht mehr. Now there are stones coming. Ich habe keine Ahnung, ob das in Richtung Hirsch oder sowas gehen soll. Ja, es soll ja angeblich Hirsche geben. Keine Ahnung, habe ich auch noch nie von gehört. Oder Wildschwein, Doppelding. Ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ganz klarer zu erkennender Abdruck. Hakuna Vielleicht ist er auch ein Matata. T-Rex. Das wird er sein. Yeah, T-Rex, sure. Sure. This was definitely Pumba. This was a Pumba. Wow. He's already soaking wet. Komm, scheiß drauf. Hoffnung und Willenskraft. Kein Problem. Wenn es jetzt nicht aufhört, dann hört es später auf. If Und it's wenn not es später nicht stops, aufhört, das wäre schlimm, dann hört es morgen auf. if it doesn't stop now, it stops later. If it doesn't stop later, then this would be bad because then it will stop tomorrow. Oh, ich bin schon so viel ich habe heute schon so wenig geschlafen, die Tage. Dann ist Yeah, he's already having such a huge lack of sleep. es so. No, dann ist das so. Ich komme jetzt wirklich Then it's like zu the dem way it is. einzig wahren Chair, dem Stuhl des König des Dschungels. Yeah, chair. Hier sitzt The er. only chair. The King of the Jungle, dein Thron. Das Ding ist unfassbar. Das könnte wie wirklich aus einer Serie sein. Das ist unfassbar. Wie in den Stein gemeißelt. Keine Ahnung wieso, aber anscheinend soll ich mich jetzt da draufsetzen. Ja? Das ist wie der eine, der das Schwert von, wie heißt der, Prinz Markus, aus dem Stein zieht. Bam. I'm blonde, but how can you be? Yeah. Yeah, Prinz Markus, who is pulling the sword out of the stone. It's not King Arthur, right? No. So sitzt der neue König. So sitzt der neue King of the Jungle! Well, he's not lacking in self-esteem. Zwickt's mich? Ich glaub, ich dran. Das darf nicht wahr sein, wo sind wir da? Zwickt's mich? Ich glaub, ich bin. Könnt mir nicht vielleicht irgendwer eine bieten? Danke, jetzt ist mir klar. Es ist wahr. Es ist wahr. Okay, this was Bavarian slang. Yeah, so it's like, please poke me. Is it a dream? And am I at home? And yeah, something like this. Ich bin schon wirklich geistig verwirrt langsam. 2 Tage, 2 Nächte. Slowly and just now. 2 Nächte noch. 2 Nächte. Bitte macht der Himmel auf, alles nass. Weil ihr wisst, 2 Nächte. Ich sehe mich schon, wie ich gar nicht mehr schlafen kann, hier, wie ich nur noch im Regen sitze. Wäre schlimm.
Challenge Nummer 6 im Paradies. Und ich bin gespannt. Es ist was Dickes drin. Challenge Tag 6. Temperatur 36 Grad und es wird noch heißer. Das erste Nette, was ich mal in einem Schreiben von euch sehe. The first nice thing I'm seeing in a letter from you. Ehrlich. It's just because you're making it something bad every time. They are doing a lot of nice things, but they also want to have it interesting. Oh shit. And now he will probably say, "Oh no, it's not nice what you did in there. Oh dang, it's so bad." And blah 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 blah. Let's see. Stein ist wahrscheinlich kalt. Also was mir als erstes einfällt ist, was Metallisches in die Sonne legen. Something Aber wir metal haben in keine the sun. Sonne heute. Oh yeah, Hey, ich bin gerade hier so, you are Rumgelaufen. so smart. um Sachen zu testen, wie viel Temperatur die haben. Und dann bin ich eingebrochen. Scheiße. In dieses Loch. You broke in. Hallo Krabby. Einfach eingebrochen. Oh, nice. Ey, ich habe mich zu Tode erschrocken. Weil hier dieses Wasser sich unterirdisch auch... So, Ja, wenn die Sonne nicht kommt. Ich habe jetzt ein paar Ideen. Lasst uns mal testen. Ihr wollt ja sicher auch dabei sein. Ich dachte halt, das Regenwasser könnte, was hier runterläuft, könnte schön kühl sein. Aber Alter, ich traue mich hier gar nicht zu laufen. Auf diesem Sand. Ich weiß nicht, was kalt ist. Ich habe natürlich eine Idee. Es steht nichts drin in dem Brief, dass man kein Feuer machen kann. Ich werde but you can't do a fire, yeah. einfach einen Zunder machen. Einen schönen, dicken Zunder. Wenn ich trockenes Material finde, 1 Meter von mir entzünden, auf der anderen Seite die kalte und dann ist es fast egal, was für eine kalte. Weiß nicht, wie Zunder. Wenn das eine kurze rote Flamme hat, reicht mir das. Entzünde ich das. So, dürfte doch okay sein. Steht nichts drin. Steht nichts drin. Ich mache Feuer. Ich glaube, ich habe damit die besten Chancen, weil einige der anderen Kandidaten haben kein Feuer dabei. Oh, Etsy. Yeah, okay, now he's telling that the other candidates don't have fire with them. Well, sweetie, you don't. You don't have fire as well. You are not Etsy. Oh, by the way, Etsy is a Neanderthal guy who was carrying a lamp with his own fire. And they found him. And so we have a place in Germany that's called Neanderthal, so because of this guy. And the big museum, and just because this guy was found there with his fire. So, lass mal hier testen. Coconut. Let's Da ist test eh here nichts dran. coconut. Ja, ja. Would be similar. Coconut bisher wenig. Plastik. Alles gleich. Everything is the same. Komm, Junge. Oh, Down Record. Wo bis jetzt am besten? That's so far. Ja, ja. War zu warm. Ich brauche Zunder. Das ist meine Idee und dann ist eigentlich völlig Yeah, egal. just Tinder. So Dann nehme ich die Puppe oder irgendwas. Oder Wasser. Einfach ein bisschen Wasser. Frisches Bergwasser. Was Kälteres fällt mir hier in den Tropen nicht ein. So, wir haben natürlich das Problem durch den Regen. Ich bin aber auch dumm. Hätte ich einfach mal die letzten Tage dieses Palmenzunder in den Sack getan. Das, was ich heute in meiner Hosentasche hatte, ist auch nass. Aber wer rechnet denn mit so einer Aufgabe? Und ja, für Kippen hätte ich es auch mal wegpacken können.
Yeah, for his, he could have put it away for his cigarettes as well. Now, who's expecting something like this? Joris did. Joris was kind of waiting for it. Ich habe in Saschas Video gesehen zur Vorbereitung. Den Bambus raspeln. Das mache ich jetzt. Das scheint wirklich gutes, trockenes Zeug zu sein. So Sasha did this in one of his preparation videos, and so this is what he's doing. So rasping some bamboo. Okay. Ja, aber ich muss es auch irgendwo hinraspeln, ne? Yeah, exactly. What I thought was like, Pure Dummheit. Ja, ja, aber das scheint zu gehen. Das könnte mein neuer Zunder sein. be my new Tinder. This could be my new Bambus Tinder. raspeln. Das ist ja intelligent. Sieht sehr gut aus. Ich sag euch was. Ich werde mir für die Challenge jetzt richtig einen abschmirgeln. Ey, würde ich mir nicht verzeihen, wenn ich es nicht schaffe, ehrlich. Ey, ich würde es mir nicht verzeihen. Wirklich. Oh, das ist gut. Alternative would have been opening the challenge before lighting Aber ich or muss igniting natürlich auch the mal cigarette. probieren. Einfach einmal zündeln. On the plastic. Ja, war kurz an. Ja, Was ignited shortly. wir müssen mehr raspeln. War ganz kurz an. Mehr raspeln. Challenge, Tag 6. Guy, oh dang. This guy is so dangerous. This guy is so dangerous. On the first day, or was it the second day, he ignites the palm tree to get this cigarette on, and now he is just putting it on some plastic stuff on his plastic envelope. Oh boy. I'm allergic to stupidity and I break out in sarcasm. And I'm not wearing my right shirt today. I know. Größte Differenz der Temperatur. Ich bin ready. Hab mir einen Wolf abgebambut. Und ja. Beide Gegenstände direkt bei mir, unmittelbar. Ich hoffe, ich kann jetzt mal überzeugen. Werden wir sehen. Ich hoffe, das Gerät versagt nicht. Werde sofort dokumentieren und in die Kamera halten. Jetzt geht's los. Höchste Temperatur waren 280,6 Grad. Unten steht es bei Max. 280,6 Grad. Ja! 280,6 war bei Max. Okay, wir machen noch die kälteste Temperatur. Die kälteste Temperatur ist mein Baby. Hier, mein Baby. Achtung. Weil das war das Kälteste, was ich entdeckt habe. And I guess it's not cold anymore. Ist jetzt auch nicht mehr kalt anscheinend. Ich nehme dann da auch die Max, dass es korrekt ist. Ich nehme jetzt auch die Max 24,3. Okay, 24, 3. Was wäre der Boden gewesen? Ja, alles wärmer. 24,3. Ich nehme auch die Max davon. Ich bin überhappy. Mega. Das war meine Challenge. Zu Tag 6. Morgen letzte Challenge. Letzte Challenge.
Dann geht's nach Hause. Langsam bin ich fertig. Langsam nimmt mich das echt mit. Ich bin sonst immer stark, aber langsam. Ah, das Wetter, der Regen, jetzt keine Sonne heute. Nackig ins Bett wahrscheinlich. Ich habe meine Unterhose wenigstens Gott sei Dank weggeschlossen. Die Unterhose habe ich, das Hemd geht bis heute Abend wieder. Aber keine Socken, die muss ich jetzt noch irgendwie versuchen zu trocknen. Ich danke euch. Danke, danke, viel Liebe. Boah, boah, was ist das schon wieder für eine Aktion? Scheiße. Boah, boah, scheiße. Es gewittert. Muss schnell, 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 schnell. Schnell. Blitz. But there's still light and nothing. Scheiße, lässt sich einschalten. Was los? You killed it! Warum ist die aus? Scheiße. Scheiße. You killed it! Ah, fuck. Es blitzt richtig. Ah, ich hab's It's versucht. lighting. Ah, bin ein bisschen runter. Aber ja, die Teil funktioniert nicht. Oh, scheiße. Und jetzt fängt richtig zu. Schnell wieder raus. Fuck, blitzen an. Aber hey, das zeigt nichts an. Ich bin extra runtergetaucht. Aber so ein bisschen, He extra aber went down. jeder He's Grad zählt. Jede Challenge gebe ich natürlich mein Bestes. yeah. So every degree is counting, and he actually just dove to make it, but he's doing his best for every challenge. Na gut, so jetzt Unterschlupf suchen vor dem Blitz. Wieder weg von meinem Shelter. Es ist Now he is looking for some place to shelter down and taking support, or yeah, to get away from the rain, away from his shelter. Was für eine Challenge. 7 versus Wild. Da bist du deppert, Alter. Ah, you're Das ist crazy. schon wieder heftig. Von einem Ding ins nächste. Boah. Well, this is smart. So he's actually also staying warm. Okay, so now we have another mentioning. So the danger through lightnings is not just because of a direct hit on the body, but it also can hit like several hundred meters, and well, it can have little yeah, it can cause some trouble. So. So it can also cause Man trouble. gibt sein when it's in the- Bestes und man kämpft. Jede Sekunde. Es ist schon. Boah. Was es mit einem Menschen macht? Every second, it's boah. Yeah, and then what it's doing to a human. Um das jetzt richtig in Worte fassen zu können, weiß ich gar nicht. Weiß ich gar nicht. Machen wir das dann, wenn es soweit ist. Wenn ich abgeholt werde. Wenn man jetzt Schmerzen hat, so wie ich im Moment, von den Fußsohlen weg bis zur Kopfhaut, dann ja, wünscht man sich, es ist komischerweise, sind trotzdem die meisten Gedanken bei emotionalen Geschichten, ja? Familie, Freundin und so. Ist interessant, aber natürlich ist auch die Gesundheit, merkt man da wieder, man wünscht sich einfach nur, dass der ganze Schmerz aufhört. Das ganze Stechen, die Schmerzen, alles. Die Schnitte, die Prellungen, was ich da habe, oder allergischen Dinger, keine Ahnung. Blasen, was weiß ich. Dass es einfach aufhört. It just stops, so that the Aber pain wenn is. man keine und Gesundheit ist so ein großes Gut, so ein hohes Gut, dass man eigentlich
da auf alle Fälle mehr Fokus drauf setzen muss. Auch ich. Auch ich. Das Auto bringt man, keine Ahnung, immer wieder zum Service. Jedes Jahr gefühlt, oder das Auto bringt man jedes Jahr zum Service. Aber macht man das mit sich selbst? Warum bringt man nicht den eigenen Körper, der 1000-mal wichtiger ist als das scheiß Auto, das kann ja ersetzen oder wie auch immer, nicht jedes Jahr ins Krankenhaus zum Check. Totalen Check, Früherkennung, Krebs, was weiß ich. Wieso nicht? Wieso macht man das bei materialistischen Dingen wie Autos und was weiß ich, immer zu schauen, aufpassen, aufpassen Materialistic und things. Service machen, das müssen wir machen, das müssen wir machen. Ja, und bei dir selbst? Fuck! Also echt, ich werde zwar so Gedanken, wo ich gedacht habe, boah, Gesundheit ohne Gesundheit, ja, ist alles nix, wenn man komplett krank ist. It depends what kind of car you drive. If you are having putting a lot of value onto a new car, yeah, then you have to kind of bring it to service on a in regular times. But when I had my car, yeah, before it got crashed, not by me. Then I just went to the service when there was an issue, or when it needed to be to get this stamp like that I'm allowed to drive it further. So yeah, I just brought it there when it was needed. And if you're taking care of yourself, so if you're taking care of your car, so wash it regularly and probably keep all the fluids going and all this, you don't need to bring it to the service. So, well, with a car, it's a little bit, with a new car, it's a little bit different. Well, I also have an old motorbike, which is fun to work on. No, not for me. Well, I'm glad that I have a man in this house who enjoys kind of doing this stuff. I know how to do it, but I don't enjoy it, and he's just doing it. So yeah, but if you're taking care of those things, then you don't need a service. If it's the same with your body, if you don't take care of your body, then you need the hospital, the doctor, and stuff like this. But if you are taking care of yourself, you don't need to go to the hospital every year. I'm not having a good relationship with hospitals. So for me, hospitals are for dying or, for huge suffering. So no, if I don't have to go to a hospital, I'm not going. So yeah, taking like, why aren't we going to the hospital every year? Nope. Das heißt, auch vorzusorgen, glaube ich, ist der Schlüssel und nicht im Nachhinein sich gut behandeln zu lassen, sondern Vorsorge. Klingt jetzt so, wie klinge ich da gerade, aber es sind echt so Werte, die man sonst im Alltag einfach vergisst. Ich versuche natürlich, mich so gesund wie möglich zu ernähren, ausgewogen, gesund wie möglich. I try to eat as healthy as possible. I don't know how Michael made it in there, but of course, balanced as possible. Yeah, exactly. Und fitnesstechnisch, Sport zu machen und so weiter, das ist der. Also, okay, ob das I'm bei mir out noch with gesund this ist, one. natürlich eine andere Frage. Die völlige Eskalation jeden Tag. Aber yeah, the complete escalation every day with fitness is probably also not really healthy and is also getting your body into a lot of stress. So if you're working out a little bit too hard, this is stress for your body, and not everybody can deal with this. So for me in particular, I figured out that when I'm having too much stress, well, I belong to those people who gain weight. There are those lucky ones who lose weight when they are putting stress to their body. So, yeah, I'm the one who gains weight. ihr Freunde, macht die Workouts, ernährt euch gesund, ausgewogen, macht Sport, egal welchen.
Natürlich kann ich euch meine Videos ans Herz legen, aber macht den Sport, der euch Spaß macht. Ansonsten hört ihr ja auf damit. Boah, es ist so wichtig. Otherwise, sich you zu are bewegen, doing it. glücklich zu You're doing it if you're not having fun with your workouts. Yeah, it's true. Yeah, getting some movement is good. And I'm sitting here for the X hour and commenting on those videos. Sports. Oh sein boy. im Leben. Passt auf euch auf. Freunde, tut mir einen Gefallen. Und passt einfach auf euch und auf eure Mitmenschen auf. So, dann ist wieder Zeit für den alltäglichen Formcheck. Jetzt bin ich ja schon wieder zu heftig abgenommen. He says, Jetzt okay, hat that's es endlich mal aufgehört, kurz zu regnen. Sieht aber nicht so aus, als wird schön werden, sondern eher so, als wird es gleich wieder weiter regnen. Nutzt So, mal schnell Formcheck. den Moment. quick moment. Das muss wieder schnell gehen, weil die Moskitos lassen nicht lange auf sich warten. Also, ja, das ist die Form. Genau. That's a shape, yeah. Einfach auf der Heilsheimen-Insel irgendwo rein zu flexen. Das ist schon sehr wild. Yeah, there's not too much left, I guess. Ja, Sixpack kommt immer mehr und mehr raus, das ist echt krass. Ja. Ah ja, jetzt schnell wieder anziehen, weil But egal it's- ob auf den Händen, ja, überall einfach komplett zerstochen. But it's looking more and more natural. So with him losing his shape, it's looking more and more natural. And I mean, I've grown up as a competitive swimmer. Sich wunderbar So- Schlangengebiet hier. Oh yeah, snake territory. He said. Careful with the snake. Halleluja, muss man sich hier durchochsen da. Hallelujah! How you have to get through this. With the naked arms, I don't know if this is good, smart. Oh, with a naked upper body. So ein bisschen breche ich jetzt ja gerade meine Gesetze von vor 2, 3 Tagen. Bezüglich nichts entnehmen hier oder wild kaputt machen. For destroying some, yeah. Yeah. Aber ich weiß nicht. Irgendwie wäre es ja auch ganz cool, es trotzdem ein bisschen zu nutzen hier, ne? A little So. bit anyway, yeah. Hier It's habe ich regrowing durchaus very fast. was man irgendwie als Shelter nehmen könnte, würde ich sagen. Mit tollem Blick aufs Meer. Und dann spielt gar keine Rolle, ob Ebbe oder Flut ist. If it's high tide or low tide, Das müsste doch funktionieren. should be working out, yeah. Ist natürlich eine wahnsinnige Arbeit, alles hier hoch zu schaffen. Aber jo, dann ist das wohl so. Yeah, that's nice. Au! 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 Das wollte ich immer mal an so einem Ort machen. Okay, this is something he wanted. Whoa, sorry. He always wanted to do Ist das on krass? such a area. Man schlägt sich irgendwo durch und hier durchzukommen ist ja nahezu unmöglich. Unmöglich, wie lange man hierfür braucht. Habe ich echt so unterschätzt. Aber wunderschön. Was liebe ich diesen Ort? Okay, so he loves the space. Einfach nur die grüne Hölle. Yeah. Welcome to the jungle! So, dann heißt es, die ersten beiden Bambuspfähle hochbringen von, mal gucken, wie viele es werden oder sein müssen nachher. So he's Sechs now oder so. bringing up 6, 7. everything, and Irgendwas this is in dem Dreh. going to be really exhausting. Eine gute Plackerei jetzt hier bei der Luftfeuchtigkeit. Yeah, and with a high humidity, it's increasing. Oh dear.
Well, I'm always thinking like he also has to So. go somewhere, like if Ich he muss noch needs kurz aufpassen, to dass man nicht abschmiert. pee or something. In Yeah, geistiger you have to. Umnachtung. You have to be careful that you don't fall down in your with your brain fog. So. Dies könnte dein Zuhause sein, Otto. This could be your home, Otto. Yeah. Sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Doesn't look Blick that aufs bad. Meer. View onto the sea. Yeah. Shelter oben drüber, müssen wir mal schauen. Wir das lösen. Check. Was bin ich am Ölen? Ich weiß gar nicht, warum ich diese I'm Idee hatte. sweating. I don't know why I had this idea. Yeah, Oh. sure. Naja, auf jeden Fall finde ich es klasse. Yeah, okay. Also hier gerade, Blick da raus. Ist doch wohl mega, oder? Oben drüber. View. Naja, sind gute Baumkronen. Wenn es natürlich richtig schüttet, ist es nicht trocken. Aber ehrlich, tagsüber hocke ich mich halt unten in meine Höhle, da bin ich eh nicht am Lager. Wenn es unfassbar schütten sollte. Und wenn es jetzt die beiden Nächte unfassbar schütten sollte rains in und the gerade night. Flut ist, ja gut, dann ist das halt so. Dann regnet es halt. Scheiß drauf. Klar, ich könnte die Palmwedel hier, da war ich eben noch an meinem Süßwasserspot, abschlagen von der Palme. Das wäre natürlich mega einfach. Bap, 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 ab. 5, 6 Dinger da oben drüber. Wäre schon easy. Aber ich will die schöne Palme da nicht massakrieren. Wäre allerdings ein. So now he's like, okay, with a freshwater spot, there was a palm tree and he could take this, but it would be easy, like tuck, 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 chop off. But he doesn't want to, massakrieren, to make a massacre on this palm tree. Einfach. It would be easy. Ockmars, hief mal drauf. Ich bin gespannt, ob Sascha noch drin ist. Würde mich sehr, sehr freuen. Yeah, okay, so this was an Austrian accent, and he's like, okay, Lo, just make it and just bring everything up. And he's like, I would like to know if Sasha is still in there. Ich glaube auch, ich weiß nicht, das ist so schwer einzuschätzen, eigentlich glaube ich, dass alle noch drin sind, weil es für alle, die mehr Gegenstände hat, was hat mir am meisten Probleme bis jetzt bereitet? Mein unterer Rücken bzw. die Schmerzen im Oberschenkel oder im Gesäß, die sie reingezogen haben. Das ist das Einzige. Alles andere, wir haben Wasser, wir haben Essen, wer es isst, ich esse es nicht, außer die eine. Wir haben Regensachen, also eigentlich, ich frage mich halt immer, ne, was könnte den anderen passiert sein, dass sie sagen, boah, ich kann nicht mehr. Bei mir ist im Kopf tatsächlich immer nur die Schmerzen, weil ich denke, Otto, ist das jetzt total ungesund, da weiterzumachen? Jetzt so geht's, ich merke irgendwie wie eine Stumpfheit im Bein, aber kein Schmerz, also keinen stechenden Schmerz. Also alles okay. Würde mich echt interessieren, wann die anderen abbrechen würden. Mich würde freuen, wenn alle noch drin sind. Dann wäre es vor allem sehr lustig mit der Punkteverteilung. Wenn am Ende nur noch 2, 3 drin sind, dann ist natürlich, okay, der eine kriegt 7 Punkte, der andere kriegt 6. Jetzt bei dem Temperaturunterschiedsding. Ist dann nicht so ein Unterschied, ne? So, Otto, du laberst zu viel. Yeah, I mean he's right. So he hopes that everybody's in there and not just 1, 2, 3 left. So with the points, I mean, yeah, of course, because the best gets 7 points and then 6 and 5. And if it's just always like 7 and 6, then the difference is not that high. But if the more they are, so now the worst you can get are 3 points because 5 are left. Yeah. So, well, he's absolutely right. But yeah, and he's trying to figure out what could bring people to get out. Well, haven't seen his reaction of what happened with when he saw what happened to the others. But hey. Ich weiß, oder ihr wollt immer draußen sehen, die wildesten Konstruktionen. Und ja, da konnten wir jetzt vorne an die Palmen gehen. Bam, die riesen Palmbänder abschlagen. Man könnte sich super mit denen hier so einen Schirm drüber spannen, tatsächlich von so nach so. Easy. Aber ich weiß nicht, wenn ihr es immer ein bisschen nachvollziehen könnt mit dem Müll,
Mir tut hier schon jeder Hieb weh, den ich irgendwie gemacht habe da, weil ich echt denke, was sind wir für Arschlöcher, wir Menschen? Das wird wahrscheinlich geblurrt. Was sind wir für Idioten, alles No. so zu vermüllen? Nothing is blurred. Nothing is beeped out. You can say that we humans are assholes and that we trashed everything. Yeah. Yes, you are right. But on the other hand, it's the jungle, and I learned that in the jungle stuff is growing very fast. So as soon as there is a spot that plants are taking over, I had something like this in geography. Das auf einer Insel, wo nichts wäre, wo ich eher das Gefühl hätte, ja okay, alles klar, hier musst du gegen oder mit der Natur irgendwie arbeiten, wäre glaube ich irgendwie eine andere Nummer. Aber vielleicht mache ich mir auch zu sehr den Kopf. Deswegen, wenn ihr enttäuscht seid, dass ich hier nicht ein Monster-Shelter baue, das war übrigens mein Plan. Mein Plan war, einen riesen Shelter zu bauen, 2 stockwerkig, mit Tür, geflochtenen Dingen und sowas. Ja, und dann kam ich hier hin. Also, nichts ist so beständig wie die Lageänderung. Dafür habe ich eine wunderschöne Aussicht. Also ich meine, bitte euch. Hast du auch okay, oder? So, Freunde. Yeah, sure. I mean, I thought about, like, there were so many bottles. By the way, do you know that there is, I think in Africa. Yeah, there's a town. I saw it somewhere. And they are using those, flip-flop lower sides. So this stuff, and they are gluing them together because they also have really trashed beaches. So they are taking those flip-flops, so sandals, and they are gluing them to each other, and then they are carving figures out of this. Look really amazing. So this is how they recycle this. Then I saw with a bottle, there are different cutters where you can put, you just make a straight cut, and then you take this cutter and go around it, and then you have a stripe, and with these stripes you can actually make some baskets or do some crazy stuff. I have on my I subscribe to those guys. There are brothers who are actually upcycling a lot of things. So they are taking trash bags and making wallets with them, or making pouches, whatever. They are doing a lot of things. Then they making pearls. So they did also theirs. They helped other companies, and just like, okay, they took the plastic, they recycled it, and then they made this for some bracelets. This is really awesome. I mean, you can do so many things, and just going to places like this, taking away all the trash and just making something out of it is so awesome. Is so unbelievable. I think this is cool, and this is making fun. So I'm doing some upcycling things as well. So I like to craft and just produce or craft things out of thin air, or just upcycling stuff. So I really, or not out of thin air, but out of trash. So things you usually would just throw away, I'm just crafting with this, and I'm having fun. So just things I thought about, well, because there are many shoes and there are many plastic bottles and containers, and these are 2 things you can do with them if you have those at home and you feel sorry. So I mean, we are bringing our bottles to the recycling container, and we're getting money back, and da 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 da. So this is Germany or Europe. But if you don't get money for bringing those things back, then awesome things you can do with this. Okay, get back to the video. Shelter, beziehungsweise Shelter ist es ja nicht, sondern Unterlage ist fast fertig. Ich glaube, 2 Baumstämme müssen noch drauf. Jetzt regnet es eh. Es ist, glaube ich, fast komplett Ebbe.
und ich check jetzt mal ab, ob ich ins Meer komme oder nicht, um zumindest mal irgendeinen Fisch im Meer zu sehen. So at least to see some fish. So he wants to see some fish. Also wäre ich im Urlaub, tiefenentspannt, würde ich wahrscheinlich reingehen. Aber hier hängt einfach zu viel dran, auszufallen oder auszuscheiden aus Wald. Wegen so einer... Yeah, so if it was his vacation and he's bored, then he would probably just go in, but here he's like, oh no, it's Seven Wild and it's so important and da 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 da. Einer blöden Geschichte wie, ich will jetzt unbedingt ins Meer rein. Ich will unbedingt ins Meer rein, ja. He wants to go into this Guck mal, da hinten sea. sind auch noch Riesenhöhlen. There are also Sehe ich other grad. caves. Aber die sind natürlich bei Flut völlig unter Wasser. Das ist schon ein mega schönes Plätzchen hier. Underwater at high tide, so it's a really nice place here. Ich glaube, die Logik sagt nein. Otto in mir drin sagt natürlich, ja, auf jeden Fall. Otto inside, Otto, not Auto. Otto inside says yes, of course, definitely. Go. Geh da rein. Go in, go in. No, Ich glaube, wir blasen das hier ab mit that's off, yeah. Schwimmen gehen und euch ein paar coole Bilder von Fischen zu zeigen. Ich hätte es super gern gemacht. Wirklich, wenn hier ein bisschen Strand gewesen wäre, oder ein bisschen was so, wo man reingehen kann. Und halt nicht so eine braune Geschichte, nur Steine. Ihr seht die ganzen Steine da. Nee. Mhm. Das ist das Risiko leider nicht wert. Deswegen seid bitte nicht enttäuscht, wenn ihr das erwartet habt. Ich habe es auch von mir selber erwartet. Leben in der Lage. Yeah, so Leben in der Lage, this is a typical sentence by Fritz. He's using it. Ich weiß nicht, ob ihr das hier erkennen könnt. Aber dieser I don't know if you can Striemen, see this, yeah. irgendwas beim Hacken, hat mich da berührt. Und seitdem ist der Striemen. Und der brennt ganz schön dolle. So yeah, he has the stripe. So when he get through all this is when yeah, it's really yeah, okay. So there is the sentence. The stuff on the skin can actually be caused by a contact to Wolfsmilchgewächs, like the Manchinell tree. We already had this. So, Wolfsmilchgewächs, yeah. We have some here in the backyard, and I figured out that they are doing that they are burning your skin. So I just grabbed a whole bunch of them because they were so big, and I just wanted to put them in a box. And oh boy, I had a really big burn for some days. So yeah, and it can be like this, and yeah, the juice, and I also had contact with this juice because because the leaves are breaking off very easy, and then this burns. Yeah, the juice of this plant can actually get some skin irritation or burnings on your skin, or burning similar symptoms that are similar to burns, with rashes and causing blisters. I hope you understand. I try to do my best, right? Das ist also irgendeine Pflanze gewesen, mit irgendeinem Sekret, mit irgendeinem was weiß ich was. I don't know, das, Was ja. hat hier voll Verbrennung. Wenn ich da drauf drücke, ich mache es jetzt nicht nochmal, brennt das richtig doll. Also brennt die ganze Zeit, und berühre ich es, brennt es nochmal umso mehr. So yeah, therefore it probably would have been a good idea to go into the salt water, or it would be a not good idea. It is a good idea that he didn't go into the water. Es ist einfach wie eine Verbrennung, wie eine... Just like a Ich burn. weiß nicht, wie man das dann beschreiben soll aus. Einfach krass, oder? Na, wer weiß, was sich da berührt hat. Mhm. Ja, eine schön dumme Sache, muss anpacken.
Aber ich weiß nicht, was es war. Es war wahrscheinlich irgendwo zum Durchhacken oben durch zu meinem neuen Shelter. Yeah, so he didn't know what it was, and it just was probably with his chopping off, and yeah. So when he was at his shelter. So I hope he's not making his new shelter under, or his new bed under a machinelle tree, because just the rainwater can be poisonous. We learned this already. So yeah, we got through to another episode. I hope you liked it. So please subscribe to my channel. Please yeah, hit the notification bell. Yeah, and of course go to the 7 vs Wild channel and also like the direct videos so we can see more. Well, season 3 is in the making, so yeah, we will see more. We will see a lot more. And I'm recording this for November, so the season number 3 has already started then. Okay, see you with the next video, which is episode 14. Spoiler, let's spoiler, come on. Panama, I'm going home. Oh, I'm going home. Reminds me of not a Rocky Horror Picture Show, huh? Yeah. Okay. No, nevertheless. Okay. See you in the next one. Bye bye.